auf meinem YouTube-Channel. Heute möchte ich euch meine Top 10 Tipps geben für eure Hausrenovierung, dass bei euch nichts schief geht, beziehungsweise weniger schief geht und ihr mit weniger Kopfschmerzen und Stress durch diese anstrengende Phase durchgeht. Mein Name ist Kira und das gesamte letzte Jahr haben wir damit verbracht, unser Haus komplett zu renovieren. Wir haben alles rausgerissen, alles abgerissen, bis aufs Dach. Das durfte bleiben. Die Frage ist, für wie lange noch? Also wenn ihr gerade dabei seid, ein Haus zu kaufen oder plant, etwas zu renovieren, umzubauen, dann ist das hier genau das richtige Video für euch. Mein Tipp Nummer 1 ist, plant euer Budget. Das ist absolut essentiell. Ihr müsst euch überlegen, was seid ihr in der Lage zu investieren? Was könnt ihr aufbringen? Was müsst ihr euch bei der Bank leihen? Was könnt ihr aus dem Eigenkapital mitbringen? Was sind vielleicht auch Dinge, die euch besonders wichtig sind, auf die ihr auf gar keinen Fall verzichten möchtet? Was sind vielleicht Dinge, bei denen ihr eher bereit seid zu sparen? Beispielsweise haben wir gesagt, was uns besonders wichtig ist, ist die Küche. Und dann hat man so ein paar elementare Punkte und versucht dann das Budget drumherum zu planen. Wichtig ist auch, dass ihr gerade bei der Budgetplanung euch ein Sicherheitsbudget einplant. Das heißt, dass ihr je nachdem ungefähr 10% eures Gesamtbudgets einplant, einfach als stille Reserve, die ihr nur dann anfasst, sobald es irgendetwas Unvorhergesehenes gibt, was ihr einfach von Anfang an her nicht eingeplant habt. Gerade wenn ihr, wie ich es auch bin, neu zu diesem Thema seid und euch da einfach noch nicht auskennt, dann ist die Gefahr einfach sehr groß, dass irgendetwas noch dazukommen wird, was ihr einfach gar nicht berücksichtigen könnt. Mein Tipp Nummer 2 ist, seid vorbereitet. Damit meine ich, dass ihr alle möglichen Mittel nutzt, um möglichst das vorzubereiten, was ihr könnt in der Zeit, in der ihr noch nicht viel machen könnt. Ich habe mir online irgendeine Software runtergeladen für 3D-Visualisierungen. Damit habe ich dann versucht, meinen Grundriss einmal nachzubauen, die Räume einmal nachzubauen und schon mal grob zu versuchen, die Räume auch einzurichten. Das war besonders hilfreich für die Küchenplanung, denn mit dieser Visualisierung sind wir dann zum Küchenbauer gegangen und haben gesagt, so stellen wir uns die Küche vor, und es war deutlich einfacher, dann dem Küchenberater mitzuteilen, was wir uns vorstellen und wie es ungefähr aussehen soll. Was wir auch gemacht haben, ist, dass wir einfach mit Skizzen gearbeitet haben. Also wir haben uns einfach ein Blankopapier genommen und einen Stift und haben versucht, die Anordnung des Badezimmers zu skizzieren, dass man einfach schon mal selber sich gut vorstellen kann, wo man die Badewanne platziert haben möchte, wo die Toilette, die Dusche, das Waschbecken, dass man einfach schon mal ungefähr plant, wo was hin soll, was vor allem aber auch dann der Sanitärfirma helfen wird, weil sie dann ganz genau weiß und es auch eben nochmal schriftlich hat, wo denn die Dinge alle hin sollten und auch die Anschlüsse verlegt werden sollten. Dasselbe habe ich zum Beispiel auch für die Fliesen gemacht, also ich habe dann dem Fliesenleger nochmal genau mitgeteilt, welche Fliese wohin soll, in welcher Verlegeart, und habe das auch nochmal ausgedruckt und sicherheitshalber mitgegeben. Ich habe einfach nur gedacht, es kann nicht schaden, das nochmal auch ausgedruckt zu haben, weil wenn dann der Handwerker vor Ort ist, wird er natürlich nicht vor einem PC sitzen, und wenn er das dann schriftlich hat, also uns hat es jedenfalls geholfen. Ob es der Handwerker jemals angeguckt hat, weiß ich nicht, aber es hat soweit geklappt und das war die Hauptsache. Mein Tipp Nummer 3 ist Recherche. Versucht, so gut es geht, zu recherchieren. Macht eine Bestandsaufnahme eures Hauses, eurer Wohnung, des Raums, in dem ihr renovieren wollt, und überlegt euch, was muss geändert werden oder was kann so bleiben, wie es aktuell ist. Welche Gewerke braucht ihr? Recherchiert, wer was macht. Kümmert euch rechtzeitig drum, denn ja, wie wir alle wissen, sind Handwerker sehr gut ausgebucht und man muss rechtzeitig dran sein. Überlegt euch vor allem auch, in welcher Reihenfolge ihr die Gewerke bestellen müsst. Ich habe euch mal meine Reihenfolge hier gelistet. Da seht ihr einmal, in welcher Reihenfolge wir mit den Gewerken gearbeitet haben, und das hat so ganz gut auch geklappt. Ihr müsst natürlich aber auch berücksichtigen, dass ihr euch Gedanken macht, was zum Beispiel so Themen angeht wie Thermostate für die Fußbodenheizung beispielsweise bei uns. Wir mussten uns dann informieren, was für Thermostate werden da benötigt. Dann haben wir uns um Außenkameras gekümmert. Also all so Punkte, die man einfach recherchieren muss und die man auch rechtzeitig auf dem Schirm haben muss. Denn wenn erstmal der Elektriker durch ist, dann ist es natürlich schwierig, dann im Nachgang noch sowas einzubauen.
Tipp Nummer 4 ist, nicht am falschen Ende zu sparen. Holt euch auf jeden Fall Vergleichsangebote ein. Wenn ihr beispielsweise eine Sanitärfirma braucht, lasst mehrere Sanitärfirmen zu euch kommen. Entscheidet aber bloß nicht nur nach dem Preis. Holt euch Meinungen anderer Kunden ein oder anderer Personen, die diesen Handwerker oder diese Firma schon mal bei sich hatten und fragt die, wie wurde damit umgegangen, wenn es Probleme gab, denn genau darauf kommt es an. Das war auch leider eine Sache, die wir nicht richtig gemacht haben. Wir haben uns unter anderem für eine Firma entschieden, einfach weil die sich gut verkauft haben. Also es waren zwar auch nicht die günstigsten, wir sind da jetzt nicht nach dem Preis gegangen, wenigstens etwas. Die haben sich einfach zu gut verkauft, als dass sie es eigentlich tatsächlich waren. Und das haben wir dann natürlich erst im Nachgang festgestellt, als es dann Probleme gab. Das könnt ihr einfach umgehen, indem ihr nicht unbedingt nur nach dem Preis, natürlich spielt das absolut auch eine Rolle, aber dass ihr auch da euch informiert über die einzelnen Firmen und sei es, wenn ihr keinen kennt, der diese Firmen schon engagiert hat, dann schaut am besten einfach bei Google-Rezensionen. Mein Tipp Nummer 5 und das ist einer meiner Top-Tipps, also nochmal von diesen Top 10 Tipps, und zwar seid vor Ort. Das ist so wichtig. Es gibt einfach so viele Fragen immer wieder zwischendurch. Mein Eindruck war, dass wenn ich nicht vor Ort war, habe ich zeitgleich nicht ganz so viele Fragen per Telefon oder WhatsApp bekommen, als wenn ich vor Ort gewesen bin. Also wenn ich vor Ort war, gab es eigentlich immer irgendwas. Egal wie klein die Frage war, aber vor Ort gab es immer irgendwelche Fragen. Wenn ich dann nicht vor Ort war und dann nur telefonisch erreichbar war, und ich wusste, es sind Handwerker zu Hause, habe ich jetzt nicht regelmäßig Anrufe bekommen. Und wir haben leider auch da wieder schlechte Erfahrungen gemacht, denn wir kamen auf die brillante Idee, in den Urlaub zu fliegen. Also der war schon länger geplant, obwohl wir gerade Handwerker zu Hause hatten. Das Problem war, dass die sich eigentlich erst später angekündigt hatten dann aber gesagt, sie könnten auch eher kommen, was in unseren ganzen Zeitplan einfach gut gepasst hatte. Von daher waren wir sehr froh. Allerdings im Nachhinein haben wir dann gemerkt, das war keine gute Entscheidung, denn es lief leider katastrophal und wir haben den Urlaub absolut nicht genießen können, weil wir einfach tagtäglich auf Updates gehofft haben. Seid unbedingt vor Ort, das ist absolut eine der wichtigsten Punkte. Mein Tipp Nummer 6, den ich auch täglich praktiziert habe, ist einmal Dokumentation. Versucht alles zu dokumentieren. Ich habe für jedes Gewerk hatte ich eine eigene Liste und habe da notiert, was so die offenen Punkte sind, was noch besprochen werden muss, was vielleicht besprochen wurde. Habe das einfach auch nochmal festgehalten, denn ja, man ist ja nun mal Laie und absoluter Anfänger auf dem Niveau und hätte ich mir das nicht aufgeschrieben, hätte ich mir das teilweise einfach auch gar nicht merken können, weil das manchmal so solche wilden Begriffe waren, die ich da auch zum ersten Mal gehört habe. Das hilft einem auch einfach, den Überblick zu bewahren, denn wenn ihr vor einer Kernsanierung steht oder ein ganzes Haus renovieren wollt, so wie wir es gemacht haben, dann tendiert man dann doch recht schnell dazu, den Überblick zu verlieren und da hilft einem einfach so eine Dokumentation sehr weiter. Zu dem Punkt Dokumentation möchte ich allerdings auch noch ergänzen, dass dazu auch schriftlicher Mailverkehr mit den Firmen gehört. Wir haben uns relativ schnell angewöhnt, dass wir jegliche mündlichen Absprachen, dass wir die nach der mündlichen Absprache nochmal schriftlich in der Mail festgehalten haben. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft wir froh waren, dass wir das gemacht haben und dass wir das einfach alles schriftlich hatten. Also bei uns gab es doch hier und da immer mal die Situation, und wir waren immer froh, dass wir gesagt haben, hier, wir haben es schriftlich, hier steht es schwarz auf weiß, dass wir das so und so besprochen haben. Und im besten Fall haben wir uns das auch nochmal bestätigen lassen und hatten dann eben auch von den Firmen die schriftliche Bestätigung. Mein Tipp Nummer 7 ist, folgt nicht aktuellen Trends. Ihr möchtet euer Zuhause renovieren. Das sind eure 4 Wände. Es ist wichtig, dass ihr euch wohlfühlt. Und sobald man sich für etwas entscheidet, was gerade nicht der aktuellen Norm entspricht oder was nicht dem entspricht, was aktuell jeder macht, ja, haben wir uns immer anhören können, also das macht doch heutzutage keiner mehr. Habt ihr euch das wirklich gut überlegt? Also ich würde euch ja davon abraten. Also immer wieder solche Andeutungen, die einem nicht so gutes Gefühl gegeben haben, die einen schon dazu gebracht haben, dass man dann seine Entscheidung teilweise auch
doch nochmal geändert hat oder dass man die irgendwie in Frage gestellt hat. Aber ich kann nur sagen, wenn ihr eine Idee für etwas habt, dann ist die irgendwo hergekommen. Dann habt ihr irgendwo das mal gesehen und es hat euch gefallen. Und das ist das Wichtigste, dass es euch gefällt. Es muss nicht am Ende der Handwerker bei euch einziehen oder irgendwie die Familie, die Mutter, die Schwester oder auch Freunde, die müssen da nicht wohnen. Es muss euch gefallen und das ist das Allerwichtigste. Ein Beispiel dafür, wo wir uns auch öfter mal was anhören konnten, waren die Fliesen. Also das hat absolut irgendwie zu Diskussionen geführt. Wir hatten teilweise auch dann Fliesenleger da, die gesagt haben, nee, das können wir nicht, das machen wir nicht, das haben wir schon seit 20 Jahren nicht mehr gemacht, das macht heute keiner. Ja, wir haben uns dafür entschieden, die Fliesen im Fischgrätenmuster verlegen zu lassen. Mir ist bewusst, dass das heutzutage nicht so mega üblich ist, denn die Fliesenleger haben uns auch immer wieder gesagt, ja, heutzutage, da macht doch jeder eher möglichst große Fliese, möglichst wenig Fugen, aber wir haben uns davon nicht abbringen lassen und ich bin absolut froh, dass ich bei dem geblieben bin, was wir uns da vorgestellt haben. Mein Tipp Nummer 8 ist Do-it-yourself versus professional. Überlegt euch im Vorfeld gut, was Dinge sind, die ihr euch selbst zutraut, die ihr gut selbst machen könnt. Guckt einfach, an welchen Stellen ihr doch eher professionelle Hilfe braucht und es doch Sinn macht, einen Experten hinzuzuziehen. Bei uns war es zum Beispiel so, dass wir von vornherein gesagt haben, also alles, was so den Abriss angeht, das machen wir selbst. Wir haben verschiedene Wände eingerissen. Da haben wir natürlich auch insofern Hilfe geholt, als dass wir einen Statiker gefragt haben, ob das denn soweit in Ordnung ist. Oder beispielsweise auch die Sockelleisten. Das ist jetzt noch was aktuell noch offen ist. Solche Dinge, da versuchen wir uns dann auch schon selbst dran oder auch was den Garten angeht. Aber dann gibt es natürlich auch andere Dinge wie bei der Heizung, Sanitär. Da lassen wir dann doch lieber einen Fachmann ran. Mein Tipp Nummer 9 ist, kauft nur das, was ihr wirklich wollt. Damit meine ich, dass man oft in der Situation ist, gerade beim Renovieren, man guckt aufs Budget, man muss gucken, dass man das Budget nicht sprengt. Man hat eigentlich sich was gewünscht, beispielsweise ein Sofa oder andere Möbelstücke, wofür dann am Ende nicht unbedingt mehr das Budget übrig bleibt. Macht euch rechtzeitig Gedanken, wie ihr euer Haus oder wie ihr eure Räume einrichten wollt. Gerade während dieses ganzen Renovierungsprozesses war es bei uns beispielsweise so, dass wir früh wussten, welches Sofa wir kaufen wollten, welche Esszimmerstühle. Dadurch, dass wir so viel Zeit hatten, konnten wir einfach den perfekten Moment abwarten. Irgendwann waren die Artikel im Sale und dann haben wir natürlich dann zugeschlagen, als sie gerade reduziert waren. Nutzt den Vorteil, den ihr habt, wenn ihr renoviert, was eventuell auch ein bisschen länger dauert. Bestellt einfach dann, wenn es im Angebot ist. Wenn ihr das nicht macht und wenn ihr sagt, es ist nicht mehr im Budget und nehmt doch irgendeine günstigere Variante, dann ist es oft so, jedenfalls aus meiner Erfahrung, dass ich irgendwie gar nicht damit zufrieden bin oder dass ich dann am Ende mir das dann so einrichte, dass das mir am Ende einfach irgendwie gar nicht mehr so gefällt. Ich mache es dann ganz oft so, dass ich sage, wenn es dann jetzt gerade nicht unbedingt im Budget ist, dann wartet man vielleicht auch einfach noch ein bisschen. Vielleicht sind es auch Dinge, die man auch nicht sofort braucht. Also da würde ich immer schauen, was ist etwas, was komplett unverzichtbar ist und wo könnt ihr eventuell auch sonst noch etwas warten. So, dann sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Mein Tipp Nummer 10 lautet, kauft mehr Material ein. Sei es die Wandfarbe, sei es die Fliesen, der Bodenbelag. Es ist extrem wichtig, wenn mal beispielsweise beim Fußboden etwas beschädigt ist. Dann habt ihr immer noch eine Reserve, um das auszutauschen. Oder auch bei den Fliesen. Es kann natürlich immer sein, langfristig, dass die Fliese, die ihr habt, oder die ihr geplant habt, dass die irgendwann mal aus dem Programm rausgenommen wird. Und stellt euch vor, es fällt euch was runter, die Fliese geht kaputt, der Fußboden geht kaputt, dann habt ihr einfach noch eine Reserve da und könnt mit genau dem Boden dann die defekte Fliese oder die defekte Fußbodenleiste einmal austauschen und zwar ohne, dass ihr das Problem habt, dass es das Produkt nicht mehr gibt. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende des Videos angekommen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr in eurem Renovierungsprozess gerade steht. Plant ihr gerade ein Haus zu kaufen oder seid ihr schon mittendrin oder plant ihr nur einen Raum umzubauen? Lasst es mich gerne wissen, das würde mich sehr interessieren. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder auch den Kanal abonniert. Dann sehen wir uns ganz bald wieder mit einem neuen Video von mir. Macht's gut!